Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich begrüße Sie zu unserem 4. Programm, die Persönlichkeit des Menschen. Was ist die Persönlichkeit? Die Persönlichkeit ist die Erscheinung des menschlichen Daseins. Die Persönlichkeit zeigt, was für ein Mensch man ist. Wo wird die Persönlichkeit aufgebaut? Und wie wird die Persönlichkeit aufgebaut? Die Persönlichkeit wird auf unsere Charakter aufgebaut. Unser Charakter ist der Fundament und unsere Persönlichkeit wird darauf aufgebaut. Und wer baut diese Persönlichkeit? Wir selbst. Jede Person baut für sich eigene Persönlichkeit. Das heißt, die Persönlichkeit ist, was wir selbst gebaut haben und wie wir selbst das wollten. Die ganze Wille von uns ist da drin. Und wie das aufgebaut wird. Ein Kind wird geboren. Und sobald das ein Wesen, ein Mensch ist, fängt an, für sich eine Persönlichkeit aufzubauen. Das Kind versucht, alles, was von dieser Welt bekommt, nutzen, um besseres Zustand bekommen. Benutzt das, um seine Wille einzusetzen. Er kann feststellen, wenn er laut wird, bekommt, was er will. Das ist Anfang der Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, alles, was wir in unserer Umgebung haben, alles, was wir verstehen, alles, was wir sehen, alles, was wir mit unseren Sinnen bekommen, sind beteiligt oder benutzen wir sie in diesem Aufbau, damit wir besser diesen Aufbau verstehen. Bringen wir ein Beispiel. Ein Mann kauft für sich oder bekommt ein Bauland. Dieses Bauland, das er hat und konstant ist unser Charakter. Und dieser Mann versucht auf diesem Land ein Haus zu bauen. Dieses Land ist das Fundament. Und er versucht von seiner Umgebung
alle Materialien, das möglich ist, zu bekommen. Und selbst baut ein Haus, wie er selbst gedacht hat, wie er das will. Und dieses Haus, wenn fertig ist, sieht man das. Und Persönlichkeit ist auch genauso. Erscheinungen von Persönlichkeit sieht man. Und jetzt, wenn man nicht nur die Materialien, die in Umgebung gibt, benutzt, sondern von weit weg, von anderen Teilen des Landes, der andere Sachen bringt. Und sein Haus wird mit dieser neuen Sachen gebaut. Bestimmt, dieses Haus ist schöner und stärker als erste Haus. Das heißt, unsere Persönlichkeit wird aufgebaut mit den Dingen, dass wir in unserem Bereich haben. Das heißt, was wir hören, was wir sehen, was wir erfahren, die sind alle die Materialien, die in unsere Persönlichkeit gebaut werden. Und jetzt, wenn eine Person, das dieses Haus gebaut hat, die Möglichkeit bekommt, von Ausland auch die bessere Dinge und neue Dinge bringen kann und in diesem Haus benutzt, bestimmt, dieses Haus ist nicht mehr vergleichbar mit erste und zweite Haus. Jetzt wollen wir nicht sagen, welche schon ist. Wir wollen die Verschiedenheit der Häuser betrachten. Immer, wenn man bessere Materialien bekommt, das Haus ändert sich. Erscheinung ändert sich. Und genauso ist auch die Persönlichkeit. Wenn man die Dinge, die in Persönlichkeit sind, ändert, ändert sich auch die Persönlichkeit. Zum Beispiel, ein Mann lebt in einem Dorf. Alles, was er in dieser Umgebung hat, eigene Familie, Gesellschaft, Informationen, was er in diesem Dorf von Politik oder von Wirtschaft und Gesellschaft bekommt, nimmt und mit diesen Sachen baut eine Persönlichkeit vor sich. Und jetzt, wenn diese Person in eine Stadt, große Stadt geht und da wohnt, mit der Zeit bekommt in seiner Umgebung andere Sachen. Das Leben in einer großen Stadt ist nicht vergleichbar mit Leben in einem Dorf. Was neu benötigt wird, was neu kommt, wird in Persönlichkeit gebaut. Und einige Sachen, die nicht mehr nützlich sind, entweder rausgeworfen oder nebenbei gelegt. Und so, Persönlichkeit, das man im Dorf hatte, ändert sich in der Stadt. Und jetzt, wenn diese Person in Ausland, in ein anderes Land geht, da gibt es andere Kultur, andere Sprachen, andere Form von dem Leben. Und nach Notwendigkeit der Person
ändert seine Persönlichkeit und bekommt neue Persönlichkeit. In viele Bereiche bekommt neue Persönlichkeit. Aber immer gibt es auch die Dinge, die in der Persönlichkeit bleiben. Und das ist mit der Person zu tun, wie man das will. Manche Personen, wenn in ein Ausland gehen, vergessen total, woher sie kommen. Das ist eigene Wille, eigene Freiheit. Und machen sie das. Und andere Leute versuchen immer wieder mit allen Kraft, dass sie haben, die Kultur und alles, was sie mitgenommen haben, festzuhalten. Das ist Wille für des Menschen. Aber immer ändert sich Persönlichkeit mit der Änderung der Umgebung, mit der Änderung der Informationen, mit der Änderung der Wille. Wir wissen, das Wille des Menschen ändert sich. Die Persönlichkeit wird auch mit all diese Dinge geändert. Und jetzt, wir wissen, dass diese Persönlichkeit, dieses Haus auf einem Fundament gebaut ist. Und dieses Fundament ist unser Charakter. Und wenn wir mehr die Dinge, die in unserem Charakter sind, mehr fordern, mehr rausnehmen und daran arbeiten, haben wir bessere Fundament, stärkere Fundament und darauf können wir auch bessere und stärkere Persönlichkeit aufbauen. Und wir sollen wissen, Persönlichkeit gibt uns einen Platz in unserer Gesellschaft. Immer wenn ganze Welt, alle Leute eine Person betrachten, durch seine Persönlichkeit geben ihm einen Platz in eigener Gesellschaft. Und deswegen, Persönlichkeit ist die Möglichkeit, dass man einen besseren Platz in eigener Gesellschaft zu bekommen. Ist es gut, dass man bessere Persönlichkeit für sich aufbaut. Gott segne uns alle.